Er war sehr ehrgeizig und ich erinnere mich zum Beispiel, er ist mir gut in Erinnerung geblieben, aber er hat mich damals sehr merkwürdig berührt. Ein Jahr des Schweigens, ein Jahr der Trauer und nun ein Moment der Wahrheit. Nach dem herzzerreißenden Tod ihres Mannes hat sich die legendäre österreichische Schauspielerin Senta Berger endlich geäußert. Aber was sie enthüllte, hatte niemand erwartet. Kommentieren Sie 1, wenn Sie die Stärke von Senta Berger bewundern. Kommentieren Sie 0, wenn diese Nachricht Sie überrascht hat. Denn heute decken wir die Wahrheit hinter ihrem Schweigen auf und den privaten Herzschmerz, den sie vor der Welt verbarg. Die Tragödie ihres Lebens. Den Informationen aus ihrem Berufsleben zufolge war das einschneidendste Ereignis in ihrem Leben der Tod ihres geliebten Ehemanns Michael Verhoeven am 22. April 2024. Nachdem sie etwa 60 Jahre lang verheiratet gewesen waren. Sie verlor nicht nur einen Lebenspartner, sondern beendete auch eine Beziehung, die die treibende Kraft hinter allem gewesen war, was sie in ihrem Leben getan hatte. Eine Zuneigung, die sie einmal als meine ganze Existenz bezeichnete. Senta und Michael lernten sich 1960 auf der Berlinale kennen. Sie war damals gerade 19 Jahre alt und hatte gerade ihre Karriere als Schauspielerin begonnen. Sein Ziel war es, Arzt zu werden. Und er war ein junger Mann von 22 Jahren. Als wir uns zum ersten Mal trafen, war es keine Liebe auf den ersten Blick, sondern der Beginn einer langen Reise voller Entdeckungen und Entbehrungen. Erst als sie 1963 gemeinsam an dem Film Jack und Jenny arbeiteten, verliebten sie sich wirklich ineinander. Sie heirateten schließlich 1966 in einer unkomplizierten, aber bedeutsamen Zeremonie. Seitdem ist Senta mit Michael verheiratet. Und er ist nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Lebenspartner, ihr Kollege und ihre größte Inspirationsquelle. Gemeinsam gründeten sie eine Familie, zu der 2 Jungen namens Simon und Luca gehören, sowie die Produktionsfirma Sentana Filmproduktion, in der sie weiterhin gemeinsam bemerkenswerte Kunstwerke schaffen. Michael Verhoeven verstarb im Jahr 2024 im Alter von 85 Jahren nach einer kurzen Krankheit. Dieses Ereignis hinterließ bei Senta eine Leere im Herzen, die nie gefüllt werden konnte. In ihrer Erklärung, die sie am Sonntag, unmittelbar nach Michaels Tod, abgab, heißt es: Michael war mein Leben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Denn alles, was ich sage, würde den Eindruck erwecken, dass es weniger wichtig ist, als es tatsächlich war. Diese Worte drückten nicht nur die tiefe Liebe aus, die sie für ihren Mann empfand, sondern auch den unerträglichen Schmerz, den sie über den Verlust des Mannes empfand, der ihr in allen Höhen und Tiefen des Lebens zur Seite gestanden hatte. Für Senta war Michael nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil ihrer eigenen Identität. Jemand, der ihre Kindheit mit ihr teilte, an ihrer Seite reifte und sich dann dem Leben hingab. Die Tatsache, dass Senta und Michael in den Augen der Öffentlichkeit eine fast makellose Ehe geführt haben, ist ein Faktor, der zu ihrem Kummer beiträgt. Ein seltenes Ereignis in der Unterhaltungsbranche, das von großer Bedeutung ist. Obwohl sie Deutschland in den 1960er Jahren verließ, um ihr Glück in Hollywood zu versuchen, haben die beiden nicht nur die Stürme des Ruhms überstanden, sondern es auch geschafft, über Jahrzehnte hinweg eine starke Verbindung aufrechtzuerhalten. Senta, die zum Zeitpunkt von Michaels Tod 83 Jahre alt war, musste sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass sie den Rest ihres Lebens ohne ihn an ihrer Seite verbringen würde. Sie würde allein sein. Dies ist nicht nur ein Verlust für den Einzelnen, sondern auch das Ende einer Ära, einer Liebesgeschichte, die sich zu einem Symbol für Durchhaltevermögen und Ehrlichkeit entwickelt hat. Senta Berger trauert um Ehemann Michael Verhoeven. Nach dem Tod ihres Mannes, des Filmemachers Michael Verhoeven, ist die bekannte Schauspielerin Senta Berger sehr betroffen von dem Schmerz, den der Verlust eines Lebensgefährten mit sich bringt. Angesichts
ihres anhaltenden Kampfes gegen den Verlust hat Senta Berger vor kurzem die schmerzliche Entscheidung getroffen, eine in München geplante Weihnachtslesung abzusagen. Mit der Begründung, dass es Frau Berger nach einem für sie sehr schwierigen Jahr durch den Verlust ihres Mannes nicht möglich ist, die Weihnachtslesung mit dem Münchner Kammerorchester zu gestalten. Haben die Organisatoren die Weihnachtslesung abgesagt, Berger nicht möglich ist, die Weihnachtslesung mit dem Münchner Kammerorchester durchzuführen, teilten die Organisatoren der Veranstaltung nach der Bekanntgabe des Termins mit. Außerdem unternahm die 83-jährige Schauspielerin den außergewöhnlichen Schritt, jedem Ticketkäufer eine handschriftliche Nachricht zukommen zu lassen. Sie drückte ihren aufrichtigen Wunsch aus, verstanden zu werden, indem sie schrieb: Mit diesen Zeilen bitte ich um Ihr Verständnis. Neben der Tatsache, dass ich eine tiefe Verbundenheit mit Ihnen, dem Publikum, erfahren habe, war die jährliche Weihnachtslesung immer etwas, das ich als etwas ganz Besonderes empfunden habe. Ich bin zuversichtlich, dass ich in naher Zukunft wieder auf der Bühne stehen kann. Wie verheerend sich Ihr Verlust auf Sie ausgewirkt hat, zeigt dieser einmalige Einblick in Ihren emotionalen Zustand. Senta Berger drückte ihre Trauer mit den Worten »Michael war mein Leben« in einer Erklärung aus, die die Tiefe ihrer 58-jährigen Ehe verdeutlicht. Die Bemerkung war einfach und doch tiefgründig. Dieses zu Herzen gehende Bekenntnis unterstreicht die unglaubliche Nähe, die sie während der Jahrzehnte ihrer Beziehung genossen. Ihr Sohn Simon gab den Reportern einen weiteren Einblick in die geistige Gesundheit seiner Mutter, indem er sagte: Mein Vater war die Quelle all ihres Glücks. Und so wird es auch weiterhin sein. Darüber hinaus erklärte er, dass er den Abschied und den Schmerz, den wir alle empfinden, nach dem Tod seines Vaters nicht in Worte fassen könne. Wenn Sie das auch nur ein bisschen bewegt hat, drücken Sie bitte den Abo-Button. Hinter jeder Geschichte steckt mehr, als man im Rampenlicht sieht. Bleiben Sie also dran, um zu sehen, wie sie diese Tragödie überstanden hat. Senta Berger heute, wie sie privat zurechtkommt. In diesem Moment findet Senta Berger Trost in der Umarmung ihrer Familienangehörigen. Eine Offenbarung von Simon Verhoeven. Wir sind alle bei meiner Mutter, ihren Kindern und ihren Enkeln. Wir beide umarmen uns und halten uns gegenseitig. Das Betrachten von Bildern und Familienfilmen, die Michael als einen jungen, schönen Mann mit funkelnden, grünen Augen während der vielen Jahrzehnte seines Lebens zeigen, hat der Familie ein Gefühl des Trostes gegeben. Das hat es ihnen ermöglicht, geschätzte Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Simon äußerte die Hoffnung, dass seine Mutter eines Tages die Kraft und den Mut finden wird, zum Leben zurückzukehren. Außerdem hofft er, dass sie eines Tages zum Film zurückkehren wird, da er glaubt, dass Arbeit immer eine Form der Therapie für uns alle ist. Trotzdem liegt der unmittelbare Fokus auf der Unterstützung von Senta Berger in der schrecklichen Phase der Trauer, in der sie sich auf das Leben ohne ihren ständigen Begleiter einstellen muss. Simon Verhoeven würdigt das Erbe seines Vaters. Nach dem Tod des bekannten Regisseurs Michael Verhoeven hat sein Sohn Simon die Initiative ergriffen, um das immense Erbe seines Vaters zu würdigen. Als erfolgreicher Filmemacher und Drehbuchautor bietet Simon Verhoeven eine neue Sichtweise auf die Art und Weise, wie sein Vater zur Filmindustrie und zur Erfahrung des Familienlebens beigetragen hat. In einem kürzlich geführten Gespräch zwischen Simon Verhoeven und seinem Vater ging es um den doppelten Einfluss, den sein Vater auf sein Leben hatte. Mein Vater hat mich gelehrt, die Welt sowohl mit kritischen als auch mitfühlenden Augen zu betrachten, sagte Simon Verhoeven kürzlich in einem Interview. Man kann die Welt nicht ohne Mitgefühl betrachten. Er reflektierte über die Art und Weise, wie Michaels Engagement für die Auseinandersetzung mit strittigen historischen Themen durch das Medium Film seine eigene Herangehensweise an die Kunst des Filmemachens tiefgreifend beeinflusst hat. Simon hob besonders die Arbeit seines Vaters an The Nasty Girl hervor, der für einen Oscar nominiert war, und Michaels Engagement für die Auseinandersetzung mit dem deutschen Nazi-Erbe demonstrierte.
Er hat seine Arbeit nie von seinen Werten getrennt, so Simons Beobachtung. Zu Hause war er derselbe Mensch, den man in seinen Interviews sah, prinzipientreu, nachdenklich und trotz der ernsten Themen, die er ansprach, erstaunlich lustig. Die Familie Verhoeven schätzt die ruhigen Tage, die sie mit Michael in seinen letzten Tagen verbringen konnte. Wir hatten das Glück, diese letzten Momente als Familie zu erleben, sagte Simon in seiner Zeugenaussage. In ihrem Haus in Grunwald erzählte er, wie sie sich um Michaels Bett versammelten und den ganzen Abend über Geschichten austauschten und ihre Liebe füreinander ausdrückten. Selbst in diesen letzten Tagen blieb er neugierig auf aktuelle Ereignisse und besorgt über die Welt, die seine Enkelkinder erben würden, fuhr Simon fort und beschrieb das lebenslange Engagement seines Vaters für soziale Belange. Er war besorgt über die Welt, die seine Enkelkinder erben würden. In dieser schwierigen Übergangsphase hat Luca Verhoeven, Simons Bruder, eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung ihrer Mutter, Santa Berger, übernommen. Simon ist der Meinung, dass Luca sich hervorragend um die praktischen Dinge gekümmert hat und unserer Mutter Raum gegeben hat, ihre Trauer zu verarbeiten. Während die Familie Berger daran arbeitet, Santa Bergers Privatsphäre zu schützen und gleichzeitig den Prozess der Gedenkvorbereitungen zu bewältigen, hat sich Lucas Wissen in der Produktion als sehr hilfreich erwiesen. Die Jungen haben sich ein Rotationsprogramm ausgedacht, um zu gewährleisten, dass in dieser schwierigen Zeit immer jemand für ihre Mutter da ist. Dies zeigt das gemeinsame Engagement der Familie, um die Schauspielerin Santa Berger bei der Anpassung an das Leben ohne ihren fast 6 Jahrzehnte alten Ehemann zu unterstützen. Familie findet Kraft in gemeinsamer Trauer. Nach dem Verlust von Michael Verhoeven hat die Familie Verhoeven einen schützenden Kreis um Santa Berger gebildet und schöpft Kraft aus ihrer kollektiven Präsenz und den Erinnerungen, die sie miteinander verbindet. Im Laufe dieser Zeit der Trauer ist die Familie unbewusst enger zusammengewachsen. Meine Mutter, ihre Kinder und ihre Enkelkinder sind jetzt alle bei uns. Die Enthüllung stammt von Simon Verhoeven. Wir umarmen und halten uns gegenseitig, da sie die komplizierten Gefühle des Verlustes gemeinsam und nicht einzeln bewältigen. Ist diese körperliche Nähe ein wesentlicher Bestandteil ihres Wiederherstellungsprozesses geworden. Als Sohn ist er sehr glücklich darüber, dass wir uns immer darüber im Klaren waren, was wir füreinander empfinden, was wir einander bedeuten und dass wir einander lieben, sagte Simon und erläuterte die Bedeutung dieser familiären Bindungen im Laufe seines Lebens. Er räumte jedoch ein, dass es eine grundlegende Realität in Bezug auf Verluste gibt. Man hat immer das Gefühl, dass es nicht genug war, dass man es öfter hätte sagen sollen. Er schloss mit den Worten, dass dies eine universelle Wahrheit sei. Im Moment ist eines der Dinge, die Santa Berger und ihre Familie am meisten trösten, wenn sie sich die Fotos ansehen, die sie von Michael gemacht haben. Wir schauen uns Bilder und Familienfilme an und sehen Michael als einen jungen, schönen Mann mit strahlend grünen Augen in seinen 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren oder 50 Jahren, sagte Simon in einem Interview. Dank dieser ebenso bittersüßen Praxis sind sie in der Lage, ihren Verlust zu akzeptieren und gleichzeitig das Leben von Michael zu feiern. Simon machte eine tiefgründige Aussage, als er sagte, wie charmant, lustig und lebenslustig er zu sein schien. Im gleichen Moment, in dem wir uns an ihm erfreuen, weinen wir auch gemeinsam. Genauso wie andere Leute gesehen haben, dass mit einigen kürzlichen medizinischen Episoden diese Porträts an Bedeutung gewonnen haben, hat die Familie festgestellt, dass diese visuellen Archive durch die jüngsten gesundheitlichen Probleme einen noch größeren Wert bekommen haben. In dieser schwierigen Zeit des Übergangs hat Santa Berger festgestellt, dass die Anwesenheit der jüngeren Familienmitglieder eine wichtige Quelle des Trostes ist. Die Enkelkinder sorgen für Momente der Freude und helfen, das Gleichgewicht im Haus aufrechtzuerhalten. Die angeborene Fähigkeit der Enkel, in der Gegenwart zu leben, hilft, die Aufmerksamkeit von dem Schmerz abzulenken, den sie gerade erleben. Simon äußerte sich optimistisch über die Zukunft seiner Mutter
und erklärte, er hoffe, dass meine Mutter die Kraft und den Mut finden wird, ins Leben zurückzukehren. Diese langsame Heilung ist etwas, von dem die Familie hofft, dass es durch ihr ständiges Zusammensein und die liebevolle Präsenz verschiedener Generationen, die der geschätzten Schauspielerin durch ihren verheerenden Verlust helfen, eintreten wird. Senta Berger erwägt Rückkehr ins öffentliche Leben. Während die angesehene Schauspielerin Senta Berger damit ringt, den großen Verlust zu verarbeiten, den sie erlitten hat, ist ihre Abwesenheit von der Öffentlichkeit immer deutlicher zu spüren. Angesichts der Schwere ihres anhaltenden Trauerprozesses werfen ihre jüngsten Handlungen in Bezug auf berufliche Engagements ein Schlaglicht auf die Situation. Wie emotional der Tod von Michael Verhoeven ist, zeigte sich, als Senta Berger gezwungen war, eine Weihnachtslesung mit dem Münchner Kammerorchester abzusagen. In einer Erklärung der Organisatoren heißt es: Leider ist es Frau Berger nach einem für sie sehr schwierigen Jahr, in dem sie ihren Mann verloren hat, nicht möglich, die Weihnachtslesung zu halten. Berger nicht möglich, die Weihnachtslesung zu halten. Ein einzigartiger Einblick in die derzeitige emotionale Verfassung der Schauspielerin wurde den Kartenkäufern durch eine ungewöhnlich persönliche Geste gewährt. Die Schauspielerin, die 83 Jahre alt ist, schrieb individuelle Botschaften an die Besucherinnen und Besucher. Mit diesen Zeilen bitte ich um Ihr Verständnis, schrieb Berger in ihrer Botschaft, und sie bat darum. Die jährliche Weihnachtslesung war für mich immer etwas Besonderes, auch weil ich die Verbindung zu Ihnen, dem Publikum, so stark gespürt habe. Trotzdem beendete sie ihr Statement mit einem positiven Ton: Ich habe Vertrauen, dass ich bald wieder auf der Bühne stehen kann. Ihr jüngerer Sohn, Luca Verhoeven, äußerte sich positiv über die Möglichkeit, dass seine Mutter irgendwann in ihren Beruf zurückkehren könnte. Ich hoffe, dass meine Mutter die Kraft und den Mut findet, ins Leben zurückzukehren, sagte er gegenüber Reportern. Luca, der ebenfalls in der Filmbranche tätig ist, sagte weiter: Ich hoffe auch, dass meine Mutter irgendwann wieder ins Filmgeschäft zurückkehrt. Denn wir alle finden natürlich, dass unsere Arbeit irgendwann in unserem Leben als eine Art Therapie dient. Die Karriere von Senta Berger ist ein langes Buch mit glorreichen Kapiteln und tränenreichen Seiten. Eine Reise, die sie von einem jungen Mädchen in Wien zu einem gefeierten internationalen Star führte. Frühe Jahre. Senta Berger ist in Leins geboren und aufgewachsen, einem Vorort im 13. Wiener Gemeindebezirk, der für seine Parks, Villen und kulturellen Einrichtungen bekannt ist. Leins ist ein historisches Viertel, das auch für seine üppige Umgebung bekannt ist. Ihr Vater, Josef Berger, war Berufsmusiker, Komponist und Dirigent und hatte einen großen Einfluss auf ihre kreative Entwicklung in ihrer Kindheit. Obwohl Josef ein natürliches Talent für die Malerei hatte, arbeitete er auch in der Metallfirma, die seiner Familie gehörte. Dies ist ein Beispiel für die österreichische Nachkriegsrealität, in der Leidenschaft und praktisches Handeln manchmal nebeneinander bestehen mussten. Therese Berger, deren Mädchenname Janni war Sentas Mutter. Auch sie arbeitete im Familienunternehmen mit und hielt den Haushalt mit ruhiger Gelassenheit zusammen. Die Karriere der Sängerin Berger begann in einem erstaunlich jungen Alter. Obwohl sie damals erst 4 Jahre alt war, trat sie bereits öffentlich an der Seite ihres Vaters auf, der sie in jungen Jahren beim Singen am Klavier begleitete. Im Alter von 5 Jahren besuchte sie Ballett- und Ausdruckstanzkurse an der Akademie der Darstellenden Künste in Wien, wo sie von der berühmten Choreografin Rosalia Chladek unterrichtet wurde. Dieser frühe Kontakt mit der Bühne war eine Quelle der Ermutigung für sie. Diese prägenden Erfahrungen legten den Grundstein für ihr lebenslanges Engagement im Bereich der darstellenden Künste. Obwohl sie in ihrer kreativen Karriere Fortschritte machte, war die Wohnsituation der Familie Berger nicht sehr luxuriös. Als sie nach Wien zogen, lebten sie in einer minderwertigen Wohnung in der Leinzer Straße, was symptomatisch für die Wohnungsnot und die wirtschaftlichen Zwänge war, die in Wien
nach dem Krieg weit verbreitet waren. Im Jahr 1955, als Senta etwa 14 Jahre alt war, zog die Familie in eine sicherere Wohnung in der Gemeindesiedlung Lockerwiese. Diese Gemeindesiedlung war ein zeitgenössisches öffentliches Wohnprojekt, das ihnen einen höheren Lebensstandard und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft bot. Im selben Jahr änderten sich Bergers Ziele und Vorstellungen erheblich. Mit 14 Jahren begann sie privaten Schauspielunterricht zu nehmen, um ihre schauspielerischen Fähigkeiten zu verfeinern, und verlagerte ihren Schwerpunkt auf das Theater. Noch vor ihrem offiziellen Schulabschluss verließ sie 2 Jahre später das Gymnasium Wenzgasse, obwohl sie bereits ein beachtliches Können bewiesen hatte und zielstrebig war. Eine außergewöhnliche Leistung vollbrachte Berger im Alter von nur 16 Jahren. Sie bestand ein äußerst hart umkämpftes Vorsprechen und wurde in das berühmte Max-Reinhardt-Seminar aufgenommen, die bedeutendste Schauspielschule Österreichs. Zu diesem Zeitpunkt war sie die jüngste Studentin, die jemals an der Schule aufgenommen wurde. Einige ihrer Klassenkameradinnen und Kameraden haben später erfolgreiche Karrieren in der Film- und Theaterbranche gemacht. Darunter Marisa Mell, Elizabeth Orth, Heidelinde Weiss und Erika Pluhar, die alle zu Superstars in ihren jeweiligen Bereichen geworden sind. Trotzdem wurde Berger die Zeit, die sie am Seminar verbracht hatte, wieder entzogen. Ohne die Erlaubnis des Regisseurs nahm sie eine winzige Rolle in dem amerikanischen Film The Journey an, der 1959 in die Kinos kam und in dem Yul Brynner die Hauptrolle spielte. Sie tat dies ohne die vorherige Zustimmung des Regisseurs. Als Folge dieses Verstoßes gegen die Vorschriften wurde sie von der Schule verwiesen, was eine schwierige Erfahrung war, die ihr aber zufällig in ihrer beruflichen Laufbahn weiterhalf. Bergers Zukunft als einer der erfolgreichsten Filmexporteure Österreichs wurde durch die Möglichkeit, mit einer internationalen Besetzung aufzutreten, geebnet, was die Tür zum weltweiten Filmgeschäft öffnete und die Weichen für einen der erfolgreichsten Filmexporte Österreichs stellte. Durchbruch und Aufstieg im internationalen Kino. Unmittelbar nach ihrem Rauswurf aus dem Max-Reinhardt-Seminar vollzog Senta Berger den Wechsel in die Welt der professionellen Schauspielerei, und das in einem beeindruckend schnellen Tempo. Obwohl es sich nur um eine kleine Rolle handelte, war ihr Auftritt in The Journey das erste Mal, dass es sie mit Produktionen auf Hollywood-Niveau in Berührung kam, und gab ihr einen Vorgeschmack auf die Weltbühne. Die Anerkennung, die der Film bei den Kritikern fand, in Verbindung mit Bergers souveräner Leinwandpräsenz, öffnete Türen, die weit über die Grenzen Österreichs hinausreichten. Zu Beginn der 1960er Jahre hatte sich Berger bereits als eine der gefragtesten Schauspielerinnen Europas etabliert. Aufgrund ihrer exotischen Schönheit, ihrer Sprachkenntnisse und ihrer flexiblen schauspielerischen Fähigkeiten war sie eine ideale Kandidatin für eine Zeit, in der multinationale Koproduktionen immer beliebter wurden. In einer Reihe von europäischen Filmen wurde sie an der Seite einiger der bekanntesten männlichen Schauspieler dieser Zeit besetzt, und sie spielte in einer großen Anzahl dieser Filme mit. Das Geheimnis der chinesischen Nelke, ein deutsch-italienischer Spionage-Thriller, der sich die Popularität der James-Bond-Filme zunutze machte, war der Film, der ihr den ersten großen Durchbruch brachte. Doch erst mit ihrem Umzug nach Hollywood begann ihr Aufstieg zu weltweiter Bekanntheit. Zwischen 1964 und 1966 erhielt Berger einen Vertrag mit 20th Century Fox und spielte in einer Reihe bedeutender englischsprachiger Filme mit. In Filmen wie Major Dundee, bei dem Sam Peckinpah Regie führte, und Cast a Giant Shadow, bei dem Kirk Douglas Regie führte, bewies sie, dass sie es mit etablierten Leinwandikonen aufnehmen konnte. In diesen beiden Filmen spielte Charlton Heston die Hauptrolle. Berger äußerte regelmäßig den Wunsch nach bedeutungsvolleren und künstlerisch befriedigenderen Rollen als den ornamentalen oder konventionellen Rollen, die ausländischen Schauspielern in Hollywood üblicherweise angeboten werden. Und dies
obwohl sie in den Vereinigten Staaten erfolgreich war. Diese Unzufriedenheit führte dazu, dass er sie Ende der 1960er Jahre nach Europa zurückkehrte, wo sie einen größeren Einfluss auf den Verlauf ihres Berufslebens ausüben konnte. Die Etablierung im deutschsprachigen Film und Fernsehen. Nachdem Berger nach Europa zurückgekehrt war, beschloss sie, sich dem deutschsprachigen Film und dem Fernsehen zuzuwenden, wo sie sich schnell als anerkannte Schauspielerin mit einer großen Bandbreite an Fähigkeiten etablierte. In ihren Auftritten konnte sie sowohl emotionale Tiefe als auch humorvolles Timing zeigen. Und sie begann, mit einigen der einfallsreichsten Regisseure im deutschsprachigen Raum zusammenzuarbeiten. 1965 gründete sie zusammen mit ihrem Mann Michael Verhoeven, einem politisch engagierten Regisseur und Drehbuchautor, ihre eigene Produktionsfirma, die Sentana Filmproduktion. Dies war ein wichtiger Wendepunkt in ihrem Leben. Durch diese Zusammenarbeit war sie in der Lage, Rollen zu übernehmen, die sowohl gewagter als auch gesellschaftlich bedeutsamer waren. Ihre Werke befassten sich häufig mit aktuellen politischen Problemen, insbesondere mit der deutschen Geschichte, dem Krieg und der sozialen Gerechtigkeit. Dies war ein auffälliger Kontrast zu den glamourösen Rollen, die sie während ihrer Zeit in Hollywood gespielt hatte. Berger etablierte sich in den 1970er und 1980er Jahren zu einer festen Größe im westdeutschen Fernsehen. In den verschiedenen Fernsehkrimis, Bühnenadaptionen und Miniserien, in denen sie mitwirkte, spielte sie häufig facettenreiche weibliche Hauptfiguren. In der Dauerbrenner-Serie Keir Royal, einer satirischen Betrachtung der Münchner High Society, verkörperte sie die Rolle der Mona, einer exquisiten und klugen Figur. In dieser Rolle spielte sie sowohl ihren komischen Instinkt als auch ihre dominante Präsenz aus. Es war eine ihrer meistbeachteten Darstellungen. Berger wurde im Laufe ihrer Karriere zu einer kulturellen Ikone, nicht nur als großartige Schauspielerin, sondern auch als ernsthafte Künstlerin, Produzentin und öffentliche Intellektuelle. Sie wurde für all diese Dinge bekannt. Die Tatsache, dass sie sowohl in der Unterhaltungsbranche als auch in der politischen Debatte so prominent war, hob sie von vielen ihrer Zeitgenossen ab. Sie konnte sich gut auf Englisch, Französisch und Deutsch verständigen und arbeitete häufig mit Film-, Fernseh- und Bühnenproduktionen in verschiedenen Ländern zusammen. Spätere Karriere, Auszeichnungen und kultureller Einfluss. Mit dem Älterwerden von Senta Berger reifte auch ihre Karriere. Sie entwickelte sich von der Hauptdarstellerin zur respektierten Elder Stateswoman des europäischen Kinos und Fernsehens. In den 1990er und 2000er Jahren blieb sie eine gefragte Schauspielerin, die nahtlos in Charakterrollen überging, die ihre Tiefe, Intelligenz und jahrzehntelange Erfahrung in der Branche widerspiegelten. Eine der prominentesten Rollen ihrer späteren Karriere war die Rolle der Dr. Eva Maria Prohacek in der sehr erfolgreichen deutschen Fernsehserie Unter Verdacht, die von 2002 bis 2020 lief. Eva Maria Prohacek, eine prinzipientreue Ermittlerin für interne Angelegenheiten. Die Serie wurde weithin für ihre intelligente Erzählweise und moralische Komplexität gelobt und Bergers Leistung nuanciert. Zurückhaltend und leise kraftvoll brachte ihr Kritikerlob und eine neue Generation von Fans ein. In dieser Rolle stellte sie ihre Fähigkeit unter Beweis, Stärke und Verletzlichkeit gleichermaßen zu zeigen und prägte den Ton der Serie fast 2 Jahrzehnte lang. Für ihre Leistung in Unter Verdacht erhielt sie 2006 den Grimme-Preis, eine der renommiertesten deutschen Fernsehauszeichnungen. In den folgenden Jahren erhielt sie außerdem mehrere Bambi-Preise, Romy Awards und Auszeichnungen für ihr Lebenswerk, darunter den Bayerischen Fernsehpreis und 2016 den Deutschen Filmpreis für ihr Lebenswerk. Bergers Beiträge gingen über die Schauspielerei hinaus. Als Mitbegründerin und Geschäftsführerin der Sentana Filmproduktion war sie an der Produktion von Filmen beteiligt,
die sich mit schwierigen Themen wie dem Holocaust, der deutschen Identität und staatlicher Gewalt auseinandersetzten. Diese Produktionen, bei denen oft ihr Ehemann Michael Verhoeven Regie führte, We Say Be, Das schreckliche Mädchen 1990, fanden internationale Anerkennung und wurden für den Oscar nominiert, was Bergers Engagement für ein gesellschaftlich relevantes Kino unterstreicht. Ihr kultureller Einfluss wurde durch ihre Rolle als Präsidentin der Deutschen Filmakademie von 2003 bis 2010 weiter gefestigt. In dieser Position setzte sie sich für Transparenz und Fairness im deutschen Filmpreissystem ein, indem sie sich für Vielfalt, künstlerische Integrität und die Bedeutung des europäischen Films in einer zunehmend globalisierten Medienlandschaft einsetzte. Senta Berger blieb auch im Theater präsent, vor allem in München und Wien, wo sie häufig klassische und zeitgenössische Stücke aufführte. Bekannt für ihre wortgewandte Stimme und ihre elegante Bühnenpräsenz, übernahm sie bis weit in ihre 70er Jahre hinein anspruchsvolle Rollen und bewies damit ihre anhaltende Relevanz und Vitalität als Künstlerin. In den 2010er Jahren galt Berger in Österreich und Deutschland als Nationalheldin. Ihre 2006 erschienenen Memoiren »Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann« wurden zu einem Bestseller und boten Einblicke in ihren persönlichen Weg, vom Kind des kriegsgeschüttelten Wiens zum internationalen Star und Intellektuellen. Auch in ihrem späteren Leben engagierte sich Berger noch für aktuelle Themen. Sie war eine entschiedene Verfechterin der Frauenrechte, des Umweltschutzes und der Flüchtlingshilfe und nutzte ihre Plattform häufig, um angesichts des zunehmenden Populismus in Europa zu Mitgefühl, Verantwortung und bürgerschaftlichem Engagement aufzurufen. Senta Bergers Nettowert und Karrierevermächtnis. Trotz ihrer jahrzehntelangen brillanten Karriere gilt Senta Berger als eine der bekanntesten Schauspielerinnen Europas. In ihrer umfangreichen Filmografie hat sie zahlreiche von der Kritik gelobte Leistungen erbracht, die ihren Platz in den Annalen der Filmgeschichte gefestigt haben. Die Ankündigung, dass sie nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten wird, hat zu einer Welle der Solidarität ihrer treuen Anhänger geführt. Trotz der Tatsache, dass die Weihnachtslesung ohne sie stattfand, der Schweizer Schauspieler Christian Kohlund sprang für sie ein, hat die Begeisterung des Publikums für die Schauspielerin Senta Berger trotz der Tatsache, dass sie sich in einer schwierigen Lebensphase befindet, nicht nachgelassen. Leben nach dem Verlust, die Reise nach vorn. Im Laufe ihrer bemerkenswerten Karriere, die sich über mehr als 7 Jahrzehnte erstreckt, hat Senta Berger eine Vielzahl von Charakteren verkörpert, die sich erfolgreich durch die Verwicklungen des Lebens geschlagen haben. Dennoch ist die Rolle, die sie derzeit einnimmt, die einer Witwe nach 58 Jahren Ehe, zweifellos die größte persönliche Härte, mit der sie derzeit konfrontiert ist. Auch wenn Michael Verhoeven inzwischen verstorben ist, wirkt die innige Verbindung, die Berger und Verhoeven über 64 Jahre hinweg geteilt haben, in ihrer aktuellen Realität weiter. Die Schauspielerin lebt derzeit an einem Ort, an dem sie von Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit umgeben ist, und sie findet den größten Teil ihres Trostes in den Beziehungen zu ihrer Familie. Die sichere Atmosphäre, die ihre Söhne Simon und Luca geschaffen haben, ermöglicht es, dass Zeiten des Erinnerns mit Zeiten des Verlusts koexistieren können. Die Bilder und Heimvideos, die die Familie gemeinsam aufgenommen hat, haben in dieser kritischen Zeit eine neue Bedeutung erlangt. Sie haben es ihnen ermöglicht, gemeinsam Michaels Leben zu feiern und gleichzeitig ihren Verlust zu betrauern. Die persönliche Erklärung, die Berger an ihre unzufriedenen Bewunderer schickte, deutet darauf hin, dass sie ihre kreative Berufung noch nicht ganz aufgegeben hat, auch wenn sie derzeit keine öffentlichen Auftritte wahrnimmt. Tatsächlich braucht sie einige Zeit, um ihre Trauer zu verarbeiten, bevor sie auf die Bühne oder zum Film zurückkehren kann. Die Aussage ihres Sohnes, dass die Beschäftigung als eine Art Therapie genutzt werden könnte, gibt einen Ausblick auf eine mögliche Zukunft,
in der die bekannte Schauspielerin ihre Fähigkeiten wieder mit den Zuschauern teilen könnte. Ein bemerkenswerter Beweis für die Dauerhaftigkeit der Liebe ist die Art und Weise, wie die Familie Verhoeven trauert. Sie akzeptiert die Verletzlichkeit und unterstützt sich gegenseitig. Obwohl Senta Berger heute mit der Realität des Lebens ohne ihren Liebling Michael konfrontiert ist, tut sie dies auf der Grundlage jahrzehntelanger, wertvoller Erinnerungen und mit der unerschütterlichen Unterstützung von Menschen, die verstehen, dass ihr Ehemann, wie sie es in einer einfachen, aber tiefgründigen Weise ausdrückte, ihr Leben war. Senta Berger erinnert uns daran, dass die größten Rollen, die wir spielen, nicht auf der Bühne oder der Leinwand zu finden sind. Es sind die, die wir im privaten leben, wie dieses Video, um dauerhafte Liebe und stillen Mut zu ehren. Was halten Sie von Ihrer Entscheidung, ein Jahr lang zu schweigen? War das eine gute Entscheidung oder hätte sie sich früher äußern sollen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und vergessen Sie nicht, ein Abonnement abzuschließen, denn echte Geschichten verdienen es, gehört zu werden.